Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr bei meiner Food Lounge wieder mit dabei seid. Ich habe für euch heute ein ganz leckeres vegetarisches Essen und zwar zeige ich euch heute, wie ganz einfache Kartoffeltaschen mit Doppelrahmfrischkäsefüllung gehen. Viel Spaß! Hier habe ich jetzt 1 Kilo Kartoffeln, meine waren vorübergehend, vorwiegend festkochen, nicht vorübergehend. Die tun wir schälen und dann mache ich das immer so, wenn ich Kartoffeln koche, grob schneiden. Also ich habe sie grob gewürfelt, weil ich bin der Meinung, da geht das Ganze etwas schneller mit dem Kochen. Also einfach grob würfeln und in einen Topf geben. So sah das Ganze aus. Ihr könnt natürlich auch mehlkochende Kartoffeln nehmen. Dann fülle ich in den Topf kaltes Wasser und zwar so viel, dass meine Kartoffeln bedeckt sind. Ihr könnt auch ein bisschen Salz dazu geben und das darf jetzt so 20 bis 30 Minuten köcheln. Dann mit einer Gabel könnt ihr feststellen, ob eure Kartoffeln gar sind. Einfach hineinstechen. Ihr merkt, ob es hart oder weich ist. Wenn es weich ist, einfach absieben. Und dann kommen meine Kartoffeln zurück in den warmen Topf. Also es ist so ähnlich wie bei, was heißt so ähnlich? Es ist so wie bei Knödeln. In Grunde ist es wie ein Knödelteig. Ja, und dann darf er ausdampfen. Das heißt, ich gebe den Topf nochmal zurück auf die Herdplatte, lasse die Herdplatte lauwarm an und lasse die Kartoffeln dann verdampfen. Ja, dann habe ich hier so eine Kartoffelpresse. Man kann es auch mit der Hand machen, also die Kartoffeln datschen. Da gibt es dann nochmal so einen Stampfer, der geht natürlich auch, aber ich habe meine Kartoffelpresse genommen. Und da kommen jetzt meine lauwarmen Kartoffeln hinein und die werden einfach nur durchgequetscht. Und es geht eigentlich richtig schön. Und dann werden sie auch richtig schön gleiten und dann lassen sie sich wunderbar weiterverarbeiten. So sah es dann aus, das darf jetzt auskühlen. Jetzt brauche ich noch 250 Gramm Mehl, Salz, Pfeffer, 2 Eigelbe. Die Eiweiße brauche ich auch, aber die kommen noch zur Seite. Und dann habe ich hier noch eine Muskatnuss, eine frische. Und hier habe ich jetzt meine ausgekühlten, zerdatschten Kartoffeln. Und da gebe ich jetzt einfach normales Weizenmehl hinein, denn ich mache keine Knödel, die müssen nicht im Wasser kochen, die werden ja dann gebraten und deswegen geht da statt Stärke Mehl bitte nehmen. Also klappt wunderbar. Da kommen dann die 2 Eier dazu. Das Ganze wird kurz vermengt. Ich habe es erst mit dem Löffel gemacht, aber es geht halt nichts über die Hand. Dann habe ich mit der Hand weiter geknetet. Und dann wird das Ganze noch gepfeffert und gesalzen. Gesalzen und gepfeffert. Da müsst ihr halt dann abschmecken, ob es euch passt. Bei Salz und Pfeffer gebe ich immer nie eine Mengenangabe an, weil das macht man einfach nach Gefühl. Und dann kommt noch meine frische Muskatnuss rein. Also ich habe sie gerieben. Ja, das überlasse ich euch auch, wie viel ihr da rein gibt. Ich warne euch nur, ist zu viel drin. Finde ich, kann eine Muskatnuss eigentlich ziemlich stark den Geschmack kaputt machen. Also passt auf, lieber zu wenig als zu viel. Man kann er dann immer noch nachwürzen. Dann kneten wir das Ganze nochmal durch, bis wir so einen richtig schönen, glatten Knödelteig haben. Ihr braucht jetzt eine saubere Arbeitsfläche, da gebt ihr bitte Mehl drauf. Wenn ihr merkt, dass euer Teig noch klebt, einfach nur ein bisschen Mehl drüber. Dann wird das Ganze etwas fester, denn es kann schon leicht passieren, dass er euch an der Arbeitsplatte festklebt. Und jetzt rolle ich ihn 4 cm dick aus. Schaut drauf, dass ihr vielleicht gleich ein Rechteck zusammenbekommt. Und dann passt die Sache. Ja, ich habe jetzt mit dem Lineal gearbeitet, mache ich eigentlich nicht, aber ich habe mir einfach gedacht, für euch mache ich es jetzt ordentlich und habe mit dem Lineal halt meine Ränder abgeschnitten. Habe es auch richtig ausgemessen, dass meine Taschen gleich groß werden. Ja, und ich habe jetzt aus diesem Stück 4 Teigplatten herausbekommen. Auf einmal waagerecht. Und dann einmal senkrecht durch. Und dann sind unsere Quadrate schon vorerst mal fertig. Hier habe ich jetzt meinen Frischkäse. Ich habe ihn mit Kräuter genommen. Da könnt ihr nehmen, was ihr wollt. Jetzt braucht ihr euer Eiweiß. Das müsst ihr verquirlen. Und dann wird jetzt der Rand von der Tasche oder von dem Quadrat eingestrichen. Das dient als Kleber, dass es dann schön verschließt beim Braten. Und da habe ich jetzt so gute 1,5 Esslöffel Kräuterquark drauf, nicht Quark, Kräuter, Frischkäse
Und dann klappe ich das einfach um. Also macht es bitte mittig, den Frischkäse bitte mittig legen und dann einfach so ein bisschen zurecht datschen. Ja, und dann ist meine Tasche auch schon fertig. Und das macht er mit allen und bei mir sind 8 Stück rausgekommen. Und dann braucht ihr eine Pfanne, da gibt ihr ordentlich Öl rein und da werden sie von jeder Seite so, ich würde mal sagen, 4 Minuten angebraten. Passt aber bitte auf, dass sie nicht verbrennen. Und da gebe ich noch jetzt einen kleinen Tipp. Richtig lecker schmecken die, wenn die danach noch so 10 Minuten in den Ofen kommen, noch ein bisschen backen, weil dann geht auch die Kartoffel ein bisschen hoch und dann wird das Ganze noch etwas knuspriger. Ja, und das war jetzt mein Video von meinen Kartoffeltaschen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal und wir sehen uns ganz bald wieder. Dann wünsche ich euch noch einen tollen Tag. Passt auf euch auf, bleibt gesund und bis demnächst. Tschüss.